Mit dem Sick-Rig an der Achtuba macht immer wieder Bock, denn hier können wir an den verschiedensten Stellen viele kampfstarke Fische ziehen. Ja, wir haben ja schon immer mal wieder auch das Sick-Rig an der Achtuba getestet, denn wir haben ja hier an der Achtuba keine sich ändernden Gewässertemperaturen. Und das bedeutet, wir können eigentlich relativ easy und ziemlich schnell herausfinden, in welchen Tiefen denn das Sick-Rig funktioniert. Und ich bin jetzt hier gerade relativ normal unterwegs, also mit normalen Vorfachslängen, so wie man es auch gerade im normalen Grundangeln machen würde. Und siehe da, es scheint auch tatsächlich schon ganz gut zu gehen. Ich habe jetzt hier gerade mal verschiedene Foamfarben natürlich getestet, alles auf eine Aromatik und es geht richtig, richtig gut ab hier. Gerade schon Wildkarpfen gehabt, auch gerade schon im Drill gewesen. Dann war jetzt hier gerade nochmal ein Marmorkarpfen und ich glaube, hier kommt schon der nächste Marmorkarpfen. Ja, Tatsache. Ja, und ich bin natürlich gespannt, was hier noch alles reingeht. Gewichtsmäßig sieht es im Moment schon richtig, richtig gut aus. Hier der nächste Brocken und so sieht der Kescher jetzt gerade aus. 16 Kilo, 19 Kilo, 15 Kilo. Also so macht das Ganze doch richtig Bock. Und das eben jetzt hier gerade erst in den Morgenstunden, also so simpel gerade. Ich werfe mal direkt wieder raus hier. Die Stelle oder beziehungsweise die gesamte Area ist ja gerade immer mal wieder auch zu sehen in verschiedenen Rekorden. Ich hatte hier auch schon ein Video gemacht, zum einen zum Weißlachsangeln. Dann standen wir... Da geht's weiter. Dann standen wir im Turnier auch hier schon in der Nähe, auch auf Kutum. Auch Kutum soll ja hier laufen. Von daher teste ich hier auch gerade mit relativ kleinem Foam und mit verschiedenen Farben, wie gerade schon gesagt. Alles hier gerade auf Flusskrebs. Gucken wir uns gleich an. Und ja, es scheint ganz gut zu gehen. Ne? Wir haben natürlich einen kleinen Nachteil. Also wir haben mit dem Sick-Rig gewichtsmäßig so ein bisschen einen Nachteil. Wir sind hier mit 31 Kilo Setup sozusagen gecapped. Dadurch, dass es eben von den Vorfachsmaterialien eben dann auch nur 31 Kilo gibt. Also das ist natürlich schon, naja, nochmal ein bisschen weniger. Theoretisch könnte man vielleicht sogar nochmal stärkere Monoschnur nehmen, aber die Empfehlung war ja tatsächlich, dass man dann für die Vorfachsmaterialien, wenn man sich jetzt hier also ein Vorfach zusammenbaut, also in den verschiedenen Längen, dass man eben dann sagt, okay, man nimmt vom Werkstoff her eines von diesen Vorfachsmaterialien, also eben nicht normal irgendwie eine Monoschnur oder sowas aus den normalen Hauptschnüren, sondern wenn natürlich spezielles Vorfachsmaterial und dann am besten hier von der Firma Carp X, diese Monoschnur, die scheint ganz gut zu sein, vielleicht kann ich die auch mal eben hier direkt raussuchen, Carp X. Da haben wir die und dann kommen wir eben genau bis hier, bis 31,7 Kilo und haben damit natürlich eine fantastische Monoschnur, die eben besitzt eine sehr hohe Transparenz, was natürlich auch sehr praktisch ist. Wir haben ja jetzt hier in dem Fall, wenn ich das Vorfach mache, 1,50 Meter langes Vorfach. Wir könnten damit quasi direkt an der Wasseroberfläche angeln. Jetzt im Moment verwende ich ja allerdings eher Vorfächer in der Länge zwischen 30 und 40 Zentimeter. Und wenn es dann in Richtung Abendstunden geht, in Richtung Nacht, dann gehe ich runter so auf diesen Bereich hier. Also 10, 15, 20 Zentimeter eher in der Nacht. Und dann muss man natürlich tagsüber auch testen, in welchen Bereichen die Fische sich dann aufhalten. Hier geht es auch direkt weiter. Jawohl. Alter, das scheint aber ganz gut zu gehen hier. Ja, und dann testet man eben, ne? Also theoretisch, wir hatten ja ein Q&A gemacht mit RF4 über das Sick-Rig. Es gab auch einige Videos schon auf dem Kanal, einfach mal reingucken. Die Videos sind alle von den Informationen noch aktuell. Also da geht es immer noch um das Sick-Rig und wie findet man heraus, in welcher Ebene sich die Fische gerade befinden.
Und ja, man muss es einfach testen. Und dann haben wir allerdings jetzt hier den Vorteil mit der 8 Tuber, und auch das hatten wir ja schon in den letzten Videos immer mal wieder gesagt. Wir haben einfach hier den Vorteil, an der 8 Tuber haben wir eben keine Wasserwechsel mit den Temperaturen. Also das Wasser bleibt immer gleich und dementsprechend sucht man sich eigentlich immer mal wieder so Stellen, die gut funktionieren und das dann eben auch auf klassischen Höhen einfach eingestellt. Also gar nicht so ganz riesig große Vorfächer verwenden und wie gerade schon gesagt, in Richtung Abend- und Nachtstunden kann man noch mal ein bisschen tiefer gehen, das Vorfach also noch mal ein bisschen kürzer wählen. Zack, und der nächste. Nice. Ja, und dann läuft das Ganze. Ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich nochmal eben rein hier in die Setups und dann ist es das eigentlich auch schon. Letzten Endes muss man natürlich immer selber testen und je nachdem, wie der Wetterwechsel ist und welche Temperaturen man natürlich trotzdem hat am Gewässer, dann muss man da auch immer noch ein bisschen einstellen. Trotz allem haben wir auch hier an der 8 Tuber meist sehr, sehr hohe Temperaturen. Also es ist gerne mal so um die 30 Grad warm hier an der 8 Tuber. Von daher, auch da haben wir nicht so die ganz krassen Wechsel. Also, Setup, beziehungsweise machen wir erstmal den Spot, wer es noch nicht erkannt hat, direkt gegenüber von der Fabrik. Also hier einfach ausgeworfen, 23 Meter habe ich jetzt gerade ausgeworfen, in die Rinne rein. So sieht es jetzt hier aus, 13 Minuten, viele Marmorkarpfen. Abendstunden und Nacht ist halt klassisch eher auch für den Wildkarpfen. Ich denke, dass der dann auch gleich in der Nacht nochmal reingehen wird. Und da haben wir dann das Setup so aufgebaut. Also Zikrig natürlich eingestellt. Dann sind wir hier mit 36 Kilo vom LED-Core unterwegs. Dann haben wir hier das Vorfachsmaterial, wie gesagt, mit Mono. Das ist jetzt gerade das gezeigte Vorfachsmaterial, 31,7 Kilo. 1er Haken nur. Wenn das so bleibt, wie es gerade ist, könnte man auch ein bisschen größer reingehen, auch ruhig mal einen 1,0er Haken verwenden und auch hier beim Foam durchaus nochmal eine Stufe größer reingehen. Aber ne, man ist ja eben trotz allem hier mit 31 Kilo gekappt. Es wird schon ein ziemlich harter Drill, so ein kampfstarker Marmor oder Wildkarpfen, die ballern dann schon richtig rein. Im Moment ist es jetzt eben hier die Kombination mit orangenem Foam und Lime, also Orange and Lime. Dann das Ganze eben hier komplett bei allen Setups auf Flusskrebs gedippt. Orange und Red Stick hat allerdings auch schon funktioniert und gerade eben war auch schon einer hier auf Orange und Black Yellow. Das oder auch das gilt es natürlich immer wieder auch zu testen. Anfangs bin ich ja nach der Devise vorgegangen, okay, ein Krebs ist vielleicht eher so orange oder vielleicht so roséfarben, aber das muss man gar nicht. Es gibt auch tatsächlich sehr, sehr gute Ergebnisse mit gänzlich anderen Farben. Dann war eine Idee, man nimmt einfach die Farben, die so ähnlich sind oder gleich sind wie die von den Boilies. Denn auch die Boilies haben ja manchmal unterschiedliche Farben. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Johannisbeere nehmen, gibt es einmal in Gelb und einmal in Lila. Dann kann man natürlich auch da hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt hier vielleicht Gelb und lilanen Foam oder Rot und Gelb als Foam und mache dann damit die Johannisbeere. Man kann aber auch, wie gesagt, gänzlich andere Farben verwenden. Man muss es tatsächlich immer wieder testen. An der 8 Tuber hat immer wieder richtig gut funktioniert. Orange, Gelb, Braun war auch schon immer wieder ganz gut dabei und ab und zu auch diese Grüntöne. Also diese 4, die laufen immer wieder ganz gut. Gerade wie gesagt Orange und Grün, so ein bisschen stärkere Kontraste oder auch mal so Schwarz-Gelb-Kombination. Also das funktioniert immer mal wieder richtig gut. Und da geht's auch direkt weiter. Ja, ich bin gespannt, was hier noch alles reingeht und ob hier vielleicht auch noch ein bisschen was Seltenes reingeht. Beim letzten Test mit dem Zikrig hier einfach im Seitenarm hatte ich auch Sterlet dabei, aber auch der Scherk war mit dabei. Also hier geht einiges rein und es ist gefühlt ziemlich random und ich bin dann gespannt, vielleicht geht auch nochmal die Aralbarbe hier drauf. Es wurde auch schon Aralbarben-Trophy gefangen bei vor einigen Wochen in einem Turnier, also auch das hat wohl funktioniert hier mit Zikrig. Also durchaus eine Option, dass wir hier eben auch ein bisschen was Seltenes auf das Zikrig bekommen. Das Schöne ist, es ist einfach echt so ein bisschen... Oh, guck mal hier. Ja, guck mal hier, Alter. Zack, persischer Stör. Ist das der Hammer? Einer meiner liebsten Störarten, wenn nicht sogar mein liebster Stör. Ja, mein liebster Stör mit diesem Blau-Grau.
Nice, richtig, richtig nice. Und das einfach hier auf dem Sickrig 1er Haken, nur Orange- und Rot-Kombination mit dem Flusskrebs. Also schnell wieder raus. Vielleicht geht da ja noch mehr. Es ist einfach so ein bisschen, naja, es ist so sehr random. Wenn es funktioniert, wenn man eine Stelle hat, dass da was geht, dann macht es einfach Spaß, weil es einfach ja, so kunterbunt ist, was da alles reingehen kann. Vielleicht geht auch noch gleich ein Rotauge rein oder sowas Fantastisches. Mal gucken, was hier noch alles passiert. Einfach mal wieder ein bisschen testen und wenn es auch nur die Marmorkarpfen sind, auch dann lohnt es sich natürlich. Gerade in den Größen hier um die 15 Kilo, dann macht das Ganze natürlich auch richtig gut Cash. So, schnell wieder auswerfen. Und dann hier wieder ein bisschen straff ziehen das Ganze, jawohl. Übrigens auch mal drauf achten, ich hatte jetzt gerade einen Biss, wo ich gesehen habe, dass die Schnur schon richtig weggezogen ist und es kam einfach keine Meldung hier unten mit dem Bisszeichen. Nachdem ich dann richtig stark eingekurbelt habe, angeschlagen habe, dann kam erst das Bisszeichen. Also da vielleicht auch ein bisschen drauf achten. Das war anfangs direkt hier der erste Fisch, der Wildkarpfen. Der ist erstmal weggezogen, erstmal abgehauen, ohne dass sofort das Bisszeichen kam. Also das ist natürlich dann ein bisschen tricky, aber wenn ihr sowas habt und der Fisch zieht schon mal richtig doll weg, längere Zeit, mehrere Sekunden, dann einfach irgendwann anschlagen. Dann kann man ja auch nicht länger warten. Irgendwann muss man auch mal anschlagen. Ja, stärkste Farbkombination für mich jetzt gerade auf jeden Fall diese beiden. Also Orange und Lime, beziehungsweise hier Orange und Red. Die Kombination mit dem Black Yellow auf jeden Fall schwächer. Das ändere ich vielleicht gleich nochmal in Rosé oder so. Das teste ich dann gleich auch nochmal weiter. Und dann kommt da eine andere Farbe drauf. Zack, da haben wir das nächste, irgendwas kleineres noch. Aber es ist eine ganz gute Frequenz. Guck, da haben wir auch noch einen Sterlet dabei, jawohl. Also, es scheint hier richtig schön was zu gehen. Und gerade wenn man mit dem Sickrig ein bisschen rumexperimentieren will, ist das doch genau das Richtige. Jetzt natürlich nochmal der Blick ins Netz. Wie sieht das Ganze hier aus? Haben wir hier etwas? Nee. Kutum ist immer noch drin, das ist natürlich auch sehr schön. Und so sieht es jetzt hier gerade aus. Ja, das schmeckt natürlich in der kurzen Zeit hier. 20 Minuten gerade am Spot, 200 Silber. Natürlich auch hier mit solchen seltenen Fischen. Ja, da bleibt das nicht aus. Aber wie auch gerade schon gesagt, auch die Marmorkarpfen hier lohnen sich. Also das ist richtig gut Cash. Und wenn die Frequenz noch kontinuierlich so bleibt, zack, da macht man damit auch gut Cash in der Stunde. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Wenn dir das Video geholfen hat, rein in den Support und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, Petri.